Am Morgen des 28. Mai 2024 machten sich mehrere Verwandte in Manaus, der Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Amazonas, auf den Weg zum Haus von Gija Cardoso. Seit mehr als einem Tag hatte sie sich nicht mehr gemeldet. Nachrichten in Messengern und Anrufe blieben unbeantwortet. Angesichts dieser Umstände konnten ihre Angehörigen nicht untätig bleiben. Gegen 6 Uhr morgens kamen sie zu ihrem Haus in einem Wohngebiet. Hinter dem geschlossenen Tor herrschte beunruhigende Stille. Niemand antwortete auf ihr Klopfen. Die Angehörigen beschlossen, das Haus zu betreten und wurden von Gija Cardosos Bruder Ademar Farias empfangen. Er war sichtlich angespannt. Im Haus befanden sich auch die Mutter der jungen Frau, Cleosimar Cardoso, sowie mehrere Mitarbeiter der Schönheitssalonkette, die Gija gehörte. Als sie das Zimmer betraten, in dem Gija lag, erstarrten die Angehörigen. Die junge Frau lag regungslos unter einer Decke. Auf ihre Fragen erhielten sie nur vage Antworten. Sie ruhe sich aus. Es finde ein spiritueller Prozess statt. Aber eines war klar: Gija war tot. Die schockierten Verwandten wandten sich sofort an die Polizei. Bereits in den ersten Stunden der Untersuchung der Leiche und der Wohnung kamen den Ermittlern ernsthafte Verdachtsmomente. Trotz offensichtlicher Anzeichen eines kritischen Zustands wurde Gija nicht ins Krankenhaus gebracht. Ihre Angehörigen behaupteten, dass sie einige Tage vor ihrem Tod das Bett nicht verlassen habe, Windeln getragen habe, unter starken Ödemen gelitten habe und selbst kurze Gespräche nur mit Mühe geführt habe. Genau an diesem Tag begann in der Stadt der offizielle strafrechtliche Teil dieser Geschichte. Der Teil, der die Kette von Ereignissen aufdecken wird, die zu dieser Tragödie geführt haben. Aber in diesem Moment, in diesem Schlafzimmer mit dem leblosen Körper, inmitten der schweigenden Gesichter und einer seltsamen Gleichgültigkeit, hatten die Angehörigen nur eine Frage: Was war hier wirklich passiert? Gija Cardoso, mit bürgerlichem Namen Dilemar Cardoso Carlos do Silva, wurde in Manaus, Bundesstaat Amazonas, Brasilien, geboren und lebte dort. Bekannt wurde sie durch ihre Teilnahme an einem traditionellen Festival, bei dem sie die Rolle der zentralen weiblichen Figur der Gruppe spielte. Dieses Festival spielt eine wichtige Rolle im kulturellen Leben der Region und die Teilnahme daran bringt den Künstlern große öffentliche Anerkennung. In Gija vereinte sich Kunstfertigkeit und Respekt gegenüber ihrem Volk. Sie wirkte strahlend und selbstbewusst. Nach ihrem Ausscheiden aus dem Festival konzentrierte sich Gija auf das Unternehmertum und stieg in die Schönheitsindustrie ein. Sie eröffnete eine Kette von Salons in ihrer Heimatstadt und erwarb sich schnell den Ruf einer erfolgreichen Geschäftsfrau. Ihre frühere Bekanntheit half ihr, Kunden zu gewinnen, und ihre aktive Teilnahme an sozialen Netzwerken stärkte ihre Marke. Sie veröffentlichte regelmäßig Werbe- und persönliche Beiträge zu Behandlungen, Aussehen und Gesundheit. Ihr Lebensstil und ihr Aussehen wurden als Ergebnis von Beharrlichkeit, Disziplin und ständiger Selbstverbesserung präsentiert. Gija war immer konzentriert und zielstrebig. Bekannte, Kunden und Follower sahen in ihr ein Vorbild für eine moderne Geschäftsfrau, die in ihrem Lieblingsbereich Erfolg hatte. Gleichzeitig war über ihr Privatleben fast nichts bekannt. Das erweckte den Eindruck, dass sie ihr Geschäft und ihr öffentliches Image sorgfältig von ihrem Familienleben trennte. Nach Meinung von Bekannten waren die Beziehungen zwischen Gija und ihrer Mutter Cleosimar Cardoso sowie ihrem Bruder Ademar Farias vor Beginn der schwierigen Phase in der Familie neutral und eher geschäftlich. Die Mutter tauchte gelegentlich auf Fotos und in Geschichten auf. Der Bruder trat weniger öffentlich in Erscheinung. Optisch machte die Familie keinen konfliktreichen Eindruck. Sie lebten zusammen in einem Haus und die Situation schien geordnet zu sein. Bis 2023 gab es keine Anzeichen für Probleme mit dem Gesetz oder der psychischen Gesundheit von Gija. Weder Bekannte noch Mitarbeiter der Salons berichteten von beunruhigenden Symptomen oder möglichen Abhängigkeiten. Im Gegenteil, Gijas Verhalten schien ausschließlich auf ihre Karriere ausgerichtet zu sein. Der Ruf ihrer Salons beruhte weitgehend auf der Arbeit an ihrem persönlichen Image. Das Vertrauen in Gija stärkte auch das Geschäft. Später gaben jedoch einige Verwandte in persönlichen Gesprächen zu, dass niemand erwartet hatte, dass es in dieser Familie zu Ereignissen kommen könnte, die später Gegenstand eines Strafverfahrens werden würden. Am Vorabend des Vorfalls befanden sich mehrere Personen im Haus von Gija Cardoso in Manaus, ihre Mutter, ihr Bruder, ihr ehemaliger Partner Bruno Roberto sowie Mitarbeiter der Schönheitssalonkette.
Die Atmosphäre war angespannt, Gidja war geschwächt und die Situation im Haus schien von der Realität losgelöst zu sein. Die Ereignisse der schicksalhaften Nacht wurden teilweise auf Videos festgehalten, die Bruno Roberto aufgenommen hatte. Die erste Aufnahme wurde am 27. Mai um 23:40 Uhr gemacht. Auf den Aufnahmen sitzt Gidja mit einer Flasche Ketamin in der einen Hand und einer Spritze in der anderen. Bruno bittet sie, alles beiseite zu legen und sich keine neue Dosis zu spritzen. Die junge Frau reagiert nicht. Ihr Gesicht und ihre Bewegungen deuten auf einen tiefen psychoaktiven Zustand hin. Das nächste Video erscheint eine halbe Stunde später. Gidja liegt bereits im Bett und sucht nach der Kappe der Spritze. Bruno bittet sie genervt, damit aufzuhören und schlafen zu gehen. Er sagt, er habe versucht zu helfen, aber sie wolle einfach nicht aufhören. Gidja antwortet, dass sie sich eine weitere Dosis spritzen werde, während die anderen Anwesenden im Haus gleichgültig bleiben. Brunos Verhalten hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. Er spricht besorgt, bleibt aber selbst passiv. Der Mann versucht nicht, das Geschehen zu stoppen, sondern filmt weiter, als würde er nur eine Episode festhalten und keine Tragödie. In dieser Nacht sagte Gidja mehrmals direkt, dass sie auf eine Reise gehen oder in eine andere Welt abtauchen wolle. Diese Rhetorik spiegelt die inneren Vorstellungen der Familie wider. Angeblich kann Ketamin die Türen zu anderen Realitäten öffnen. Selbst als die Anzeichen einer Überdosis allzu offensichtlich wurden, riefen weder die Mutter, noch der Bruder, noch Bruno, noch die Mitarbeiter des Salons medizinische Hilfe. Am nächsten Morgen teilte Bruno mit, dass er Gidja ohne Lebenszeichen gefunden habe. Im Haus befanden sich weiterhin Cleosimar, Ademar und mindestens 2 Mitarbeiter des Salons. Später stellte sich heraus, dass der Tod gegen 2 Uhr nachts eingetreten war. Der Gedanke an medizinische Hilfe kam ihnen offenbar nicht in den Sinn. Sie setzten ihr seltsames Ritual fort und ignorierten das Offensichtliche. Nach Angaben der Familie war Gidja nicht gestorben, sondern hatte nur vorübergehend ihren Körper verlassen. Dies sei Teil ihrer spirituellen Praxis. Sie behaupteten, dass sie nach 4 Stunden wieder zu sich kommen würde. Als dies nicht geschah, wurde der Leichnam in die Sonne gebracht. Angeblich würden die Morgenstrahlen die Seele zurückbringen. Dann wurde sie wieder ins Haus gebracht. All diese Manipulationen schufen nur eine falsche Realität, während der klinische Tod irreversibel war. Die von Bruno aufgenommenen Videos wurden der Polizei bereits im Laufe der Ermittlungen bekannt. Sie bildeten die Grundlage für die Beweisführung. Genau diese Aufnahmen dokumentierten den kritischen Moment, den Moment, in dem noch alles rückgängig gemacht werden konnte. Der Tod von Gidja Cardoso kam nicht plötzlich. Er war das Ergebnis von Untätigkeit und der Weigerung, die Realität zu sehen. Diese Nacht wurde zu einem Wendepunkt im Strafverfahren und sorgte nicht nur wegen des Todes selbst für Aufsehen. Das perfekte Geschenk zur Adventszeit. Erhältlich bei Amazon. Link in der Beschreibung. Sondern auch wegen des völligen Mangels an elementarer Verantwortung seitens derjenigen, die ihr nahe standen. Einen Monat vor Gidja Cardosos Tod wandten sich ihre Verwandten mit einer Anzeige an die Polizei. Sie waren der Meinung, dass Gidja gegen ihren Willen im Haus festgehalten wurde. Am 24. April 2024 kamen Beamte der Zivilpolizei von Manaus auf einen Anruf hin zum Ort des Geschehens. Der Grund dafür war die drastische Verschlechterung von Gidjas Gesundheitszustand und die ständige Weigerung, selbst ihre engsten Angehörigen ins Haus zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt reagierte sie nicht mehr auf Anrufe, verließ das Haus nicht mehr und konnte sich laut Angaben ihrer Angehörigen nicht mehr selbstständig fortbewegen. Die Polizisten wurden von Cleosimar empfangen. Sie erklärte, dass Gidja sich wohlfühle und keine Hilfe benötige. Als einer der Beamten darum bat, das Zimmer der Tochter zu sehen, stieß er auf eine verschlossene Tür. Die Aufnahmen vor Ort zeigen einen Streit zwischen Cleosimar und dem Polizisten. Sie behauptet, dass ihre Tochter nicht gefangen gehalten wird und die Beamten kein Recht haben, ohne Durchsuchungsbefehl einzutreten. Die Aufzeichnung bricht in dem Moment ab, als einer der Polizisten sich der Tür nähert, hinter der sich vermutlich Gidja befindet. Die weiteren Ereignisse wurden nicht aufgezeichnet, aber das Ergebnis ist offensichtlich. Es kam zu keiner Intervention. Nach Angaben der Familie sprach Gidja mit den Polizisten und weigerte sich, das Haus zu verlassen.
In welchem Zustand sie sich während dieses Gesprächs befand, ist jedoch nicht bekannt. Die Angehörigen gaben ihre Bemühungen nicht auf. In WhatsApp wurde eine Gruppe namens Rettung von Gija gegründet. Ihr gehörten Familienmitglieder und andere Bekannte an, die zuvor beunruhigende Veränderungen bemerkt hatten. Das Ziel war es, Gija aus dem Haus zu holen und in eine Klinik zur Notfallentgiftung zu bringen. Der Plan konnte jedoch nicht umgesetzt werden. Die Verwandten befürchteten rechtliche Konsequenzen. Cleosimar blieb hart und die Polizei hatte keine rechtlichen Mittel, um die Situation zu ändern. Es wurden wiederholt Versuche unternommen, Gija zu befreien, aber jedes Mal stießen sie auf eine Mauer des Schweigens und der Ablehnung, die das Haus zu einer undurchdringlichen Festung machte. Aus rechtlicher Sicht sah die Situation so aus: Eine volljährige Frau lebt freiwillig in einem Haus, meldet keine Gewalt und bittet nicht um Hilfe. Die Formalitäten ließen die Situation außerhalb des Rahmens rechtlicher Interventionen. Dieser Vorfall deckte die Schwäche des gesamten Reaktionssystems auf. Selbst bei offensichtlichen Anzeichen schwerer Abhängigkeit, psychischer Instabilität und körperlicher Erschöpfung erwiesen sich die offiziellen Verfahren als stärker als der gesunde Menschenverstand. Die Angehörigen befanden sich in einer Sackgasse. Der 24. April war der letzte dokumentierte Besuch der Strafverfolgungsbehörden in diesem Haus. Aber von denen, die eine Rettung planten, wagte niemand entschlossene Schritte. Niemand wandte sich mehr an die Staatsanwaltschaft. Niemand rief einen Krankenwagen. Gija schaffte es nicht, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Einen Monat später starb sie, ohne Hilfe zu erhalten. Nach Beginn der Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass innerhalb des Hauses der Familie Cardoso in Manaus eine informelle Struktur mit sektenähnlichen Zügen existierte. Sie hieß Vater, Mutter, Leben. Dieser Name wurde in ritueller und symbolischer Form verwendet, unter anderem in Tätowierungen, die einige Mitglieder trugen. Dahinter verbarg sich eine pseudoreligiöse Ideologie, die auf einer Mischung aus Esoterik, verzerrten spirituellen Praktiken und der Rechtfertigung des Konsums illegaler Substanzen beruhte. Die führende Rolle in diesem System übernahm Ademar Farias. Nach Angaben der Polizei lernte er ähnliche Konzepte während einer Suchtbehandlung in Großbritannien kennen. Nach seiner Rückkehr nach Brasilien begann er, die Idee eines spirituellen Übergangs zu propagieren, der angeblich durch Rituale unter Verwendung illegaler Substanzen erreicht werden könne. Auch die Mutter von Cleosimar Cardoso schloss sich der Bewegung an und übernahm später die Leitung aller Vorgänge im Haus und ihrer sogenannten Gemeinschaft. In der Folge wurde Cleosimar zu einer Autoritätsperson. Sie entschied, wer wann welche Substanzen einnehmen durfte. Sie behauptete, die Fähigkeit zu besitzen, durch Lichtsitzungen Energie wiederherzustellen. Diese Rituale wurden sowohl zu Hause als auch in den Räumlichkeiten von Schönheitssalons durchgeführt, die zuvor Gija Cardoso gehört hatten. Bei den Treffen versammelten sich die Teilnehmer, darunter auch Mitarbeiter, die in die sogenannten spirituellen Praktiken einbezogen wurden. Die Gruppe verwendete einen besonderen Sprachstil, religiöse Vokabeln, verfälschte Zitate und erfundene Reinigungsformeln. Bei Durchsuchungen wurden Ampullen mit illegalen Präparaten, Spritzen, Nadeln und handschriftliche Anweisungen zur Wiederherstellung der Seele beschlagnahmt. Dies deutete auf eine tiefere Verstrickung hin, als ursprünglich angenommen. Die Gruppe war hierarchisch strukturiert. Die endgültige Entscheidung traf Cleosimar. Ademar interpretierte die Botschaften und leitete einzelne Sitzungen. Gija blieb trotz ihrer sich verschlechternden Gesundheit Mitglied, formal aus eigenem Willen, aber ihr Zustand sprach eine andere Sprache. Die Rolle illegaler Medikamente in der Sekte war systemisch. Das Medikament wurde streng dosiert mit Insulinspritzen verabreicht. Die Quelle für das Medikament waren Tierkliniken, wo es ohne Rezept erhältlich war. Die Polizei bestätigte die Regelmäßigkeit der Lieferungen. Ein charakteristisches Merkmal dieser Gruppe war ihre Isolation. Die Mitglieder beschränkten den Zugang von außen, ließen keine Verwandten herein und kontrollierten alle Informationen, die außerhalb ihres Kreises gelangen könnten. Gäste wurden verpflichtet, sich an die energetischen Regeln zu halten. Wer nicht einverstanden war, wurde als spirituell unterentwickelt erklärt und ausgeschlossen. Andersdenken war nicht erlaubt. Auf diese Weise funktionierte das System der psychologischen Kontrolle und Unterwerfung der Persönlichkeit, das durch familiäre und geschäftliche Fassaden verdeckt wurde. Es hatte seine eigenen Regeln: Hierarchie, Rituale, Kontrolle über Substanzen und eine Ideologie, die die Abhängigkeit als Erleuchtung tarnt.
Dieses pseudospirituelle System bildete den Hintergrund, vor dem das Leben von Gidja und möglicherweise nicht nur ihres zerstört wurde. Der Beginn des Konsums illegaler Substanzen in der Familie Cardoso war nicht mit religiöser Rhetorik verbunden, sondern mit dem Wunsch, das Aussehen zu verändern. Ursprünglich ging es um die Verwendung von Anabolika, die umgangssprachlich als Bombe bekannt sind. Nach Angaben von Verwandten waren Gidja und ihr Bruder Ademar der Meinung, dass sie übergewichtig waren und versuchten, schnell in Form zu kommen. In dieser Zeit begannen sie mit einem Mann namens Athos Silveira zu kommunizieren, der sich als Personal Trainer ausgab. Später stellte sich heraus, dass er weder eine Lizenz noch eine nachgewiesene Ausbildung im Bereich der körperlichen Fitness hatte. Laut Ermittlungen war es Athos, der Familie vorschlug, injizierbare Anabolika zu verwenden. Er führte die Injektionen selbst durch und erklärte, wie die Verfahren richtig durchzuführen sind und welche Dosierungen zu verwenden sind. Gidja und Ademar beteiligten sich daran. Später schloss sich auch ihre Mutter Cleosima dem Programm an. Die regelmäßige Einnahme von Anabolika wurde bald Teil ihrer täglichen Routine. Dabei wurde keiner von ihnen von Ärzten überwacht. Die Präparate wurden nicht offiziell verschrieben und in keiner Weise kontrolliert. Nach Angaben von Verwandten wurde genau zu diesem Zeitpunkt der erste Schritt zum regelmäßigen Konsum illegaler Substanzen gemacht. Anabolika wurden nicht als Gefahr angesehen, sondern eher als Mittel, um die gewünschte körperliche Form zu erreichen. Allmählich nahm die Kontrolle darüber ab, während die Bereitschaft zu Experimenten zunahm. Dann begann Ademar, aktiv Informationen über das illegale Präparat als Mittel zu verbreiten, das seiner Meinung nach das Bewusstsein erweitern kann. Da er Erfahrung mit der Anwendung von injizierbaren Präparaten hatte, wechselte er leicht von Anabolika zu der neuen Substanz. Er erzählte Gidja von der illegalen Substanz, die sich laut Ermittlungen unter deren Einfluss befand. Bald begann auch sie, daran teilzunehmen. Cleosima, die bereits in der vorherigen Phase des chemischen Experiments involviert war, schloss sich ihnen leicht an. Die Substanz wurde schnell zum Alltag. Zunächst wurde sie in Mikrodosen in flüssiger Form konsumiert. Später berichtete ein Bekannter der Familie, dass die Wirkung bei subkutaner Verabreichung mit Insulinspritzen verstärkt wird. Von diesem Moment an nahm der Konsum größere Ausmaße an. Im Haus gab es nun einen ständigen Vorrat an Ampullen und anderen Verbrauchsmaterialien. Zu dieser Zeit nahmen Gidja und ihre Familie die Medikamente streng nach Zeitplan unter speziell vorbereiteten Bedingungen ein. Die Injektionen wurden in einer bestimmten Reihenfolge und zu einem bestimmten Zweck verabreicht. Es entstanden Rituale, an denen der enge Kreis und die Mitarbeiter der Salons beteiligt waren. Die illegale Substanz, die zuvor ausschließlich in der medizinischen und veterinärmedizinischen Praxis verwendet wurde, gelangte über inoffizielle Kanäle ins Haus. Irgendwann kam die Idee auf, eine eigene Tierklinik zu eröffnen, um den Zugang zu dem Medikament zu legalisieren. Dieser Gedanke wurde zwischen Ademar, Cleosima und anderen diskutiert. In der Folge befanden sich die Mitarbeiter der bestehenden Tierklinik tatsächlich unter den Beteiligten des Falles. Nach Angaben der Ermittler wandte sich die Familie genau dorthin, um die Substanz zu erhalten. Mit dem Übergang zum dauerhaften Konsum veränderte sich auch die Struktur der Kommunikation innerhalb der Familie. Alle Entscheidungen wurden im geschlossenen Kreis getroffen und jeder Versuch einer Einmischung von außen wurde als Bedrohung empfunden. Der Lebensstil begann sich um die Substanz herumzudrehen, vom Tagesablauf bis hin zu Gesprächen und Zielen. Menschen, die zuvor ein normales soziales Leben geführt hatten, waren nun vollständig ihrer Sucht unterworfen, die als Ideologie getarnt war. So begann der Weg in die Abhängigkeit scheinbar mit dem harmlosen Wunsch, das Aussehen zu verändern, führte über Experimente mit illegalen Substanzen und endete mit der regelmäßigen Einnahme eines stärkeren Präparats. Alle Beteiligten wurden nach und nach, aber mit jedem Tag tiefer in die Sucht hineingezogen. Chemikalien wurden zu einem festen Bestandteil ihres Alltags und der Fokus verlagerte sich von der Kontrolle des Körpers auf die Illusion der Kontrolle über das Bewusstsein. Im Sommer 2023 starb die 82-jährige Maria Venina, Mutter von Cleosima Cardoso und Großmutter von Gidja, in der Stadt Parintins im Bundesstaat Amazonas. Dies geschah während eines traditionellen Festes, als Cleosima, ihr Sohn Ademar Farias und Gidja selbst in der Stadt waren. Zu dieser Zeit lebte die Familie im Haus der alten Frau, deren Gesundheitszustand sehr schlecht war. Ihr Alter, chronische Krankheiten
und eine lang anhaltende Depression hatten ihre Gesundheit angegriffen. Zum Zeitpunkt der Tragödie befanden sich Cleosima, Ademar und Gidja im Haus. Andere Verwandte, die zuvor bei Maria Venina gewohnt hatten, wurden angeblich gebeten, das Haus zu verlassen, um den Heilungsritus, den Cleosima im engen Familienkreis durchführen wollte, nicht zu stören. Im Verlauf dieses Rituals wurden der Großmutter injizierbare Präparate verabreicht, die zuvor innerhalb der Familie verwendet worden waren. Nach vorläufigen Angaben handelte es sich um dieselben illegalen Substanzen. Die Prozedur wurde als Mittel zur Wiederherstellung der Lebensenergie dargestellt. Die Teilnehmer glaubten, dass die Medikamente in Kombination mit bestimmten Maßnahmen den Zustand verbessern oder sogar zur Heilung führen könnten. Während der Sitzung verlor Maria Venina jedoch das Bewusstsein. Ihr Zustand verschlechterte sich drastisch. Es wurde kein Arzt gerufen. Alles geschah hinter verschlossenen Türen, ohne Beteiligung von Ärzten oder Außenstehenden. Nach Angaben von Verwandten, die später von der Polizei befragt wurden, erklärte Cleosima, dass sie in der Lage sei, ihre Mutter durch Gebete und spirituelle Konzentration wieder zum Leben zu erwecken. Selbst nach der Beerdigung beharrte Cleosima darauf, dass eine Rückkehr möglich sei, angeblich durch die Anrufung höherer Mächte. Diese Aussagen lösten bei den Angehörigen Besorgnis aus, aber zu diesem Zeitpunkt gab es keine formalen Gründe, ein Verfahren einzuleiten. Der Tod wurde als natürlicher Tod registriert. Dieser Fall war der erste dokumentierte Vorfall. Genau zu diesem Zeitpunkt begannen sich Elemente einer internen Doktrin abzuzeichnen, die sich später zu einer Sekte entwickelte. Dort übernahm Cleosima eine führende Position. Ihre Meinung wurde nicht nur in spirituellen Fragen maßgeblich, sondern auch bei Entscheidungen, die das Leben anderer direkt beeinflussten. Später brachten Verwandte die Version vor, dass der Tod von Maria Venina auf die verabreichten Medikamente zurückzuführen sei. Damals gab es jedoch keine Beweise dafür und der Fall wurde nicht rechtlich bewertet. Die polizeilichen Ermittlungen begannen erst ein Jahr nach dem Tod von Gidja, als die Ermittler die Umstände beider Todesfälle verglichen und begannen, die inneren Dynamiken der Familie zu untersuchen. Dieser Vorfall blieb für die Polizei und die Öffentlichkeit unbemerkt, bis sich das ganze Bild offenbarte. Erst dann wurde klar, der Tod der Großmutter war kein Zufall, sondern eine direkte Folge einer destruktiven Ideologie, in der spirituelle Parolen den Verlust des Bezugs zur Realität und die vollständige Aufhebung der Grenzen des Erlaubten verschleierten. Die Kette von Schönheitssalons, die Gidja Cardoso gehörte, galt bis zum Schluss als stabiles Unternehmen mit gutem Ruf. Die Kunden kamen, die Mitarbeiter arbeiteten, Fotos und Videos aus den Salons wurden in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Einige Mitarbeiter waren jedoch nicht nur Zeugen, sondern aktive Teilnehmer. Eine der Schlüsselfiguren, die aussagten, war die Visagistin Clodeli Santos do Silva. Später wurde sie unter Hausarrest mit einer elektronischen Fußfessel freigelassen. Sie hatte ein kleines Kind zu versorgen. Clodeli gab an, dass sie mehrmals in Gidjas Haus gewesen sei und sie in einem schlechten Zustand gesehen habe. Sie konnte sich nicht bewegen, reagierte kaum auf Sprache und war körperlich erschöpft. Um ihr zu helfen, wusch Clodeli ihr die Haare und frisierte sie, wagte aber nicht weiterzugehen. Sie hatte Angst, ihren Job zu verlieren. Die Ermittlungen bestätigten, Cleosima und Ademar kontrollierten nicht nur die Rituale, sondern auch das Geschäft. Die Mitarbeiter waren von ihren Entscheidungen abhängig. Arbeitszeiten, Bezahlung, Kundenverteilung, sogar die Möglichkeit, ihren Arbeitsplatz zu behalten, hing direkt von ihrer Loyalität ab. Uneinigkeit bedeutete das Risiko einer Entlassung. Formal blieben die Salons bis Ende Mai 2024 in Betrieb. Die Besucher ahnten nichts. Die Behandlungen verliefen nach Plan. Äußerlich blieb alles beim Alten, aber hinter den Kulissen fanden in den Räumlichkeiten regelmäßig Sitzungen statt, bei denen illegale Substanzen zum Einsatz kamen. Diese wurden von denselben Personen durchgeführt, die auch die Rituale leiteten. Einige Mitarbeiter wurden unter dem Vorwand von Energiepraktiken dazu eingeladen. Eine Weigerung wurde nicht direkt bestraft, führte aber zu einem Vertrauensverlust. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass die Salons Teil einer verzweigten Einflussstruktur geworden waren. Sie finanzierten nicht nur die Sekte, sondern dienten auch als Instrument der Kontrolle und Abhängigkeit. Im Laufe der Verhöre befragten die Polizisten auch andere Mitarbeiter, die nicht mit den Ritualen in Verbindung standen. Viele gaben zu, dass sie ahnten, was vor sich ging, sich aber nicht berechtigt fühlten einzugreifen. Einer der Mitarbeiter sagte, alle hatten das Gefühl, dass das nicht normal war,
aber sie hatten Angst, Fragen zu stellen. Emotionaler Druck, unausgesprochene Regeln und die Geschlossenheit der Gruppe bildeten ein System des Schweigens. Der Leiter der Ermittlungsgruppe bemerkte später: Dieses System ermöglichte die Existenz einer Sekte innerhalb eines legalen Unternehmens. Der Salon war nicht mehr nur ein Ort, an dem Dienstleistungen erbracht wurden. Er wurde Teil eines geschlossenen Mechanismus, in dem sowohl chemische als auch soziale Abhängigkeit zur Norm wurden. Nach dem Tod von Gigi Cardoso nahm ihr ehemaliger Partner Bruno Roberto die Position eines unbeteiligten Beobachters ein. Eines der Hauptargumente, das seine Neutralität in Frage stellte, war das Vorhandensein einer Tätowierung mit der Aufschrift Pai Minha Vida. Genau der Satz, der das Symbol der Sekte war und auf den Körpern anderer Mitglieder tätowiert war. Diese Tatsache spricht für seine Zugehörigkeit zum ideologischen Kreis der Gruppe, unabhängig davon, ob er seine Teilnahme an den Ritualen zugab oder nicht. Was Brunos bewusste Untätigkeit in der Nacht des Todes der jungen Frau angeht, so behauptete der Mann, er habe versucht, Gigi aufzuhalten, aber sie habe nicht auf ihn gehört. Er bestand darauf, dass er aus persönlicher Zuneigung in ihrer Nähe geblieben sei. Angesichts des Zustands von Gigi, die offensichtlich keine bewussten Entscheidungen treffen konnte, wirkte diese Haltung jedoch wie ein Versuch, sich der Verantwortung zu entziehen. Ein weiterer bezeichnender Vorfall betrifft das Auto von Gigi. Nach ihrem Tod benutzte Bruno das Auto angeblich, um zur Beerdigung zu fahren. Unterwegs ließ er das Auto jedoch am Straßenrand stehen. Später stellten die Ermittler die Bewegung des Autos fest und fragten sich, warum der Mann das Fahrzeug ohne Erklärung verlassen hatte. Bruno rechtfertigte dies mit einer technischen Störung, aber im Rahmen der Ermittlungen wurde die Vermutung geäußert, dass dies ein Versuch gewesen sein könnte, Beweise zu beseitigen oder die Aufmerksamkeit abzulenken. Brunos Anwälte beharrten darauf, dass er nichts von dem Geschehenen wusste. Die Auswertung seiner Telefonate ergab jedoch Kontakte zu Ademar Farias und Athos Silveira. Die Ermittlungen ergaben, dass zwischen ihnen eine Verbindung bestand. Außerdem stellte sich heraus, dass Bruno mehrmals im Haus von Cardoso zu Gast war und an Veranstaltungen teilnahm, die später als Rituale unter Verwendung illegaler Substanzen eingestuft wurden. Einer der Ermittler erklärte ausdrücklich: Bruno konnte nicht ignorieren, was in dem Haus vor sich ging. Seine Beteiligung, wenn auch nicht als Organisator, wird durch sein Verhalten und seine physische Anwesenheit in entscheidenden Momenten bestätigt. Besonders bezeichnend ist, dass er am Tag von Gigias Tod in dem Haus übernachtete. Schließlich wurde Bruno am 7. Juni zusammen mit Athos Silveira festgenommen. Beide wurden wegen Falschaussage angeklagt. Die Ermittlungen ergaben Unstimmigkeiten zwischen ihren Aussagen und den digitalen Daten, Korrespondenz, Geolokalisierung, Inhalt der Geräte. Diese Unstimmigkeiten waren der Grund für neue Verhöre und eine vorläufige Inhaftierung. Nach dem Tod von Gigi Cardoso ging die von der Zivilpolizei des Bundesstaates Amazonas eingeleitete Untersuchung schnell über die Feststellung der Todesursache hinaus. Die Menge des gesammelten Materials ermöglichte es den Ermittlern, ein Bild des kriminellen Komplotts zu zeichnen, in dem sich Elemente des Kultes, illegaler medizinischer Umgang mit Medikamenten und Handel mit illegalen Substanzen vermischten. Es kam zur Verhaftung der Hauptverdächtigen und zur Aufdeckung der gesamten Struktur, die hinter diesem Fall stand. Zum Zeitpunkt ihrer Festnahme wussten die Verdächtigen bereits, dass sie überwacht wurden. An dem Tag, als die Ermittler kamen, um die Verhaftung durchzuführen, wurden im Haus Anzeichen für Fluchtvorbereitungen entdeckt: gepackte Koffer, ausgeschaltete Geräte, verschwundene Dokumente. Die Polizei handelte jedoch schnell. Die Festnahme erfolgte, bevor der Fluchtplan in die Tat umgesetzt werden konnte. Verhaftet wurden auch Mitarbeiter von Schönheitssalons, die nach Ansicht der Ermittler an der Organisation von Ritualen und der Verbreitung illegaler Substanzen beteiligt waren. Die Anklagepunkte umfassten die illegale Lagerung und den Verkauf von Psychopharmaka, die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung sowie die Durchführung von rituellen Praktiken unter Verstoß gegen das Gesetz. Nach Angaben der Ermittler gab die Tierklinik nicht nur verbotene Medikamente ohne ordnungsgemäße tierärztliche Rezepte ab, sondern lagerte auch andere Medikamente, die später in den Besitz der Sektenmitglieder gelangten. Bei den Durchsuchungen wurden Dokumente beschlagnahmt, die eine regelmäßige Verbindung zwischen der Klinik und der Familie Cardoso belegen. Einer der Hauptverdächtigen war der Eigentümer der Einrichtung, José Maxima Silva de Oliveira. Sein Name stand auf dem Haftbefehl
und wenige Tage nach Beginn der Operation stellte er sich freiwillig der Polizei. So entwickelte sich der Fall Gija Cardoso von einer privaten Tragödie zu einem Strafverfahren, in dem eine groß angelegte organisierte Struktur aufgedeckt wurde, die sich als spirituelle Gemeinschaft tarnt, außerhalb des Blickfelds der Behörden existiert und sich unter dem Deckmantel eines kommerziell erfolgreichen und sozial einwandfreien Unternehmens entwickelt hat. Im Juni 2023, ein Jahr vor den tragischen Ereignissen, hatte die Polizei von Amazonas bereits eine Reihe von Operationen gestartet, um die Aktivitäten der Gruppe zu untersuchen. Doch erst nach dem Tod von Gija verlagerte sich der Fokus der Ermittlungen auf den Aspekt des Umgangs mit illegalen Substanzen. Im Dezember 2024 fällte das Gericht in Manaus das Urteil in diesem Fall. Aufgrund der Gesamtheit der Beweise verurteilte das Gericht jeden der Schuldigen zu einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren, 11 Monaten und 8 Tagen in einem geschlossenen Vollzug sowie zu einer Geldstrafe von jeweils 70.000 Real. Nach dem aufsehenerregenden Prozess blieb der Fall Gija Cardoso weiterhin im Mittelpunkt des Interesses. Um die Verurteilten herum entstand eine Atmosphäre des Drucks und des Misstrauens, insbesondere gegenüber denjenigen, die zuvor Kontakt zur Familie hatten. Die Gesellschaft reagierte schockiert auf die Ereignisse. Im Internet wird weiterhin mit Entsetzen darüber diskutiert, wie innerhalb eines einzigen Hauses eine Struktur entstehen konnte, die eine religiöse Sekte imitierte und gegen alle moralischen und strafrechtlichen Normen verstieß. Die Behörden des Bundesstaates Amazonas haben begonnen, andere Einrichtungen zu überprüfen, in denen unter dem Deckmantel von Therapie oder spiritueller Erleuchtung illegale Substanzen eingesetzt worden sein könnten. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.